Die Koalitionsverhandlungen beginnen. Dazu begrüße ich nun Philipp Amthor, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im CDU-Parteivorstand bei mir im Studio. Guten Morgen, Herr Amthor. Schönen guten Morgen. 16 Arbeitsgruppen. Und Sie leiten eine davon. Das ist die Arbeitsgruppe 9, zuständig für Bürokratie, Rückbau, Staatsmodernisierung und eine moderne Justiz. Das klingt ja super. Aber in 10 Tagen wollen Sie diese Probleme lösen? Also, das müssen Sie uns mal erklären. Naja, fürs Lösen werden wir dann noch etwas länger brauchen. Aber was wichtig ist, ist, dass man schnell den gemeinsamen Willen findet, sich einigt auf gemeinsame Projekte. Und da, finde ich, haben schon die Sondierungen gezeigt, dass dieser Lösungswille bei allen Seiten vorhanden ist. Und das können wir jetzt auch in den Koalitionsverhandlungen umsetzen. Wir haben da jetzt keinen selbst auferlegten Zeitdruck, sondern die Diskussion in der Sache steht im Vordergrund. Aber ich glaube, es ist auch gut, dass man sagt, wir sind schnell entschlossen, diese Regierung zu bilden. Und entgegen der Annahmen, die so manche hatte, oh, das wird jetzt eine zähe, lange Selbstbeschäftigung, finde ich gut, dass wir jetzt auf dem Weg sind zu einer schnellen und handlungsfähigen Regierung. Aber wir wissen seit Jahren, dass wir Bürokratie ohne Ende haben, dass der Staat modernisiert werden muss. Das hätte man schon lange angehen können. Und jetzt wollen Union und SPD das tatsächlich in den Koalitionsverhandlungen dann auf den Weg bringen und in 4 Jahren lösen. Sie haben es sehr schwierig. Sie haben es ja schon richtig anmoderiert, indem Sie den Titel dieser Arbeitsgruppe korrekt beschrieben haben. Die heißt nämlich nicht Bürokratieabbau, sondern, und das ist nicht nur Kosmetik, sondern Inhalt, Bürokratierückbau. Wir wissen, es geht eben nicht nur jetzt um kleine notwendige Schritte, sondern es braucht substanzielle Maßnahmen im Bürokratierückbau, damit die Politik überhaupt wieder die Glaubwürdigkeit zurückgewinnt. Denn so wie Sie es jetzt sagen, so begegnet es mir ja Land auf, Land ab. Viele sagen Bürokratieabbau, da wird seit Jahren von geredet und es wird immer mehr. Da müssen wir jetzt eine Trendumkehr auf den Weg bringen. Und ich bin froh, dass dazu ja sowohl SPD als auch CDU zumindest in der Problembeschreibung große Übereinstimmungen haben. Jetzt ist die Frage, dass wir dann auch substanzielle Lösungen zusammenbekommen. Aber da bin ich optimistisch, dass wir das hinter verschlossenen Türen jetzt konzentriert machen. Ja, es sind vertrauliche Verhandlungen. Und es gibt ja auch diesen Maßnahmenkatalog, diese Handreichung für die Koalitionsverhandlungen. Keine Selfies, keine Pressekonferenzen, keine Statements. Glauben Sie, dass das durchzuhalten? Da gibt doch immer den einen oder anderen. Bei 256 Teilnehmern, Herr Amthor, da steckt man doch gerne mal was. Ja, ich glaube, die Disziplin, die eint uns alle. Und das ist aber auch wichtig, das jetzt so zur Hand haben. Und wir haben es auch in den Sondierungsverhandlungen gesehen. Da gab es natürlich auch viel Berichterstattung. Aber wenn man ehrlich ist nicht viel nach außen gedrungen, was gut ist. Denn ich glaube, die Art, wie wir jetzt miteinander umgehen, ist auch stilbildend für die künftige Bundesregierung. Und da, glaube ich, haben die Wähler sehr deutlich gemacht, dass sie diesen permanenten Streit, diese Selbstbeschäftigung, dieses nach außen kehren von Problemen, das es bei der Ampel gab, dass man das nicht mehr will, sondern einen neuen, verbindlicheren Politikstil, auch in gegenseitiger Wertschätzung. Und das wollen wir jetzt eben auch während der Koalitionsverhandlungen zeigen. Und ich glaube, das ist deswegen wichtig, weil ich sagte, das wird stilbildend für die neue Regierung. Aber es gibt noch viele Unbekannte. Und wir haben heute im Bundestag die erste Lesung des alten Bundestags in der alten Zusammensetzung über das Aushebeln der Schuldenbremse für die Verteidigung und das Sondervermögen für Infrastruktur. Es ist überhaupt nicht klar, ob das in irgendeiner Form durchkommt. Wenn das in die Hose geht, und wir werden heute eine hitzige Debatte erleben, was heißt das auch für die Koalitionsverhandlungen? Dann können Sie doch gar nicht frei agieren. Wir arbeiten ja nicht dafür, dass Gesetzesvorhaben, die wir in den Deutschen Bundestag einbringen, in die Hose gehen, sondern dafür, dass sie gelingen. Und dafür gibt es auch beste Voraussetzungen. Natürlich ist klar, heute wird das sicherlich eine kontroverse Debatte. Das gehört auch dazu. Das ist auch eine der Funktionen des Deutschen Bundestages, Unterschiede deutlich zu machen. Aber der Bundestag hat neben Streit und Debatte ja auch eine weitere wichtige Funktion, nämlich Konsens zu erzeugen. Dafür sind die Beratungen in den Ausschüssen da, dafür sind die Sachberatungen da. Und ich bin optimistisch. Heute geht es ja erst mal darum, diese Entwürfe einzubringen in den Deutschen Bundestag. Und dann werden wir uns in den Fachausschüssen in der ganzen Breite, auch mit einer öffentlichen Anhörung und mit Debatten in der Sache darum beschäftigen, wie man zu einem Konsens kommen kann. Und da bin ich sicher, dass der Bundestag beides liefern kann. Leidenschaftliche Debatten und dann am Ende auch einen Konsens in der Sache. Das streben wir jedenfalls an. Und da gebe ich die Hoffnung auch nicht auf. Und wir haben dafür gute Voraussetzungen und durchdachte Überlegungen, die wir heute in den Bundestag ein. Finde ich interessant, dass Sie immer wieder von Konsens sprechen. Also die Grünen, die machen im Moment nicht mit. Also die stehen in der Ecke, sind immer noch beleidigt, auch wegen der Attacken von CSU-Chef Markus Söder. Also bisher ist noch gar nicht abzusehen, ob die tatsächlich bei der Grundgesetzänderung mitmachen. Also sind Sie wirklich optimistisch, dass auf den letzten Metern die Grünen noch sagen, okay, wir machen es mit euch, aber wollen dafür vielleicht auch noch mal
Milliardenversprechen haben? Also es geht ja um eine Sachdebatte und nicht allein um die Frage, wie ist jetzt die Gefühlslage. Und ich sage, ich kann das verstehen, da gibt es unterschiedliche Argumente in der Sache, die man dafür und dagegen anbringen kann. Und das jetzt auszudiskutieren, ist ja nicht unüblich. Wir haben es im Bundestag des Häufigeren, dass man dann auch in der parlamentarischen Beratung erst andere Parteien überzeugt. Und wir machen das mit dem Ansatz, in der Sache zu überzeugen und wollen auch darüber reden. Und das ist vielleicht auch gut, dass es dann sozusagen nicht in Wahlkampfscharmützeln passiert, sondern in der Sachdebatte im Parlament. Und dafür wird es heute sozusagen den leidenschaftlichen parlamentsöffentlichen und insgesamt öffentlichen Auftakt geben und dann die Debatte in der Sache. Und da bin ich optimistisch, dass man zusammenkommt, denn es geht ja auch um etwas. Es geht ja nicht nur darum, können jetzt irgendwie CDU und SPD einen Gesetzentwurf durchbringen, sondern es geht um die Frage, können wir wieder Handlungsfähigkeit für Deutschland bekommen? Können wir notwendige Investitionen in unsere Verteidigungsfähigkeit auf den Weg bringen? Und das ist in dieser Zeit internationaler, globaler Unsicherheiten dringend notwendig. Und ich glaube, diese Verantwortung sehen auch alle Beteiligten. Das wird ein sehr interessanter Tag im Bundestag werden und abends dann die Koalitionsverhandlungen. Wir werden natürlich genau hinschauen von Welt TV. Herr Amthor, ich danke Ihnen für den Besuch im Studio. Vielen Dank.